Organic Venture Building besteht aus 4 Elementen: nachhaltige Erträge, Innovation und Empowerment. Heute schauen wir uns Innovation an. Und von Innovation gibt es 4 Ausprägungen, die wir uns im Detail anschauen, nämlich Achtsamkeit, Purpose-Driven, Innovation in Action und iterative Zyklen der Entwicklung. In diesem Beitrag der erste Teil: Achtsamkeit. Was ist eigentlich Kreativität? Dazu möchte ich ein Zitat aus dem Buch vorlesen. Ein Zitat von Karl-Heinz Brodbeck, der schreibt: Wir bezeichnen eine Handlung oder ein Produkt aus folgenden Gründen als kreativ. Wenn das Produkt neuartig und wertvoll ist, wenn der Weg, der zum Produkt führt, neuartig ist, wenn wir etwas auf neuartige Weise wahrnehmen, fühlen, erkennen und denken. Kreativität bedeutet daher, eine Situation wahrzunehmen, zu bewerten, eine Schlussfolgerung zu ziehen. Eine Schlussfolgerung stellt den kreativen Akt dar, der es ermöglicht, Neues entstehen zu lassen. Dieser Akt kann von Einzelnen oder einer Gruppe umgesetzt werden und inkludiert auch immer das Wählen aus verschiedenen Möglichkeiten. Wir haben uns bereits ein Modell uns angeschaut, nämlich Zero U. Und Zero U ist ja ein Prozess, wie Kreativität in der Gruppe umgesetzt werden kann. Das heißt, wir müssen dann wieder Bezug nehmen auch auf Zero U, in einen Kontext setzen. Das heißt, wir müssen eine Situation verstehen, sie bewerten und dann eine Schlussfolgerung daraus ziehen. Und jetzt das Thema Achtsamkeit. Das Wort Achtsamkeit wird in diesem Zusammenhang verwendet, um den Blick auf die Wahrung der kreativen Prozesse zu lenken und damit ganzheitlich auf die Welt zu blicken. Wenn man also Kreativität umsetzen möchte, muss man achtsam in der Situation sein. Routinen, Handlungen, die immer wieder gleich sind, das schränkt uns alle in unseren kreativen Prozess ein. Was hilft? Erstens mal sich woanders hinzubegeben, vielleicht in die Natur zu begeben, um dort sich einem eigenen persönlichen kreativen Prozess hinzugeben. Was braucht es als Vorleistung? Als Vorleistung braucht es Information. Es braucht den Kontext. Es braucht eine Recherche. Das heißt, wir müssen aufnehmen, was alles da ist. Und dann möchte ich hier ein Wort zitieren, weil es mir so gut gefällt, nämlich aus Zero U. Und dann die Zukunft aus sich selbst herauslassen. Also genau dieser bewertende Prozess, wo man achtsam in dem Kontext ist, das wahrnimmt, in sich arbeiten lässt und dann eine Schlussfolgerung zieht. Dieser Prozess der Achtsamkeit, wo ich also die Dinge wahrnehme, die um mich passieren und dann daraus eine Schlussfolgerung ziehe für eine zukünftige Entwicklung. Und das ist sozusagen der Startpunkt, also die Grundmotivation, um etwas zu machen und daraus die nächsten Schritte zu setzen. Das heißt, wenn wir von Innovation sprechen, ist der erste Teil ein kreativer Prozess, wo man wahrnimmt, was da ist, daraus seine Schlussfolgerung als ersten Schritt setzt und dann das nächste macht. Um dann zum Ergebnis zu kommen, wird man diesen Schritt in unterschiedlichster Form wiederholen müssen, weil es dauert ein bisschen, bis man sozusagen seinen Prozess, seinen Weg gefunden hat, um das Ganze richtig in Unternehmen zu implementieren oder das Unternehmen richtig umzusetzen. Fragen dazu, selbst ausprobiert? Wo habt ihr euren kreativen Prozess? Wo fühlt ihr euch wohl, um neue Dinge entstehen zu lassen? Schreibt uns eure Kommentare und natürlich mehr im Buch Organic Venture Building und bei Fragen gerne auch persönlich Kontakt aufnehmen und damit ein großes Chaka in der Umsetzung.